Das Allgäu lässt grüßen. Es sieht aus wie eine kleine Skihütte, aber innen all das, was ihr in alle Mobilheime steckt, Ständerbauweise. Ja, stimmt. Kleine Hütte oder klein, naja, was ist klein? 7 auf 3, 21 Quadratmeter. Wirklich alles in Holzoptik, Douglas hier Außenverkleidung. Steht er seit 2020, steht er hier. Also man kann auch sehen, die Sonne hat schon echt das Holz auch ein bisschen verwittert. Aber das ist die Natur. Das ist original, also dass man sieht. Du hast ein Pultdach hier. Ja, der hat Pultdach hier und an der Vorderseite wird auch normalerweise ein Sonnensegel gemacht. Genau wenn es jetzt regnet, wäre das noch immer gut. Der steht ja jetzt eben auf sein eigenes Fahrgestell jetzt eben, weil der hat natürlich doch Räder. Drinnen viel Platz. Ja, doch viel Platz. Wir haben der hier jetzt auf dieser Art stehen. Wir drücken die Tür zu, es bleibt auch direkt ruhig. Wir haben, diese haben wir auch bei Vitalcamp in Flensburg stehen und in Zierenberg. Da haben wir noch 2 extra Fenster dazu genommen, um noch mehr Licht mit reinzuschaffen, denn wie der hier steht. Hast du Strom angeschlossen hier? Nee, leider. Hier gibt es keinen Strom, weil es war dunkel, glaube ich. Doch, Entschuldigung. Strom ist da. Da kann man hier Jungs mal haben alles doch an Lampen gute anmachen. Arbeit geleistet. Dankeschön. Ja, So, macht jetzt es sehen wir es direkt mal. ein Stück heller. Ja. Hier haben wir eben einen Elektrikheizkörper eben dran gebracht, Stockbett für die Kinder, noch eben Regale da an der Hinterseite. Es regnet gerade wie verrückt. Normalerweise Oh, dass hast wir du drin es. Nee, normalerweise heißt es ganz laut. Beim Wohnwagen würdest du voll jetzt das Prasseln hören, das hörst du nur ganz leise. Ja, nee, das hörst du ganz leise natürlich auch, weil genau das Haus ist richtig gedämmt und deshalb bleibt das auch raus, weil du hast recht, wenn ich jetzt nach draußen gucke, dann hätte man das normalerweise hier drinnen gehört. Warte, ich zeig mal gerade. Also es ist hier voll jetzt am Runtermachen. So, bitte mal öffnen, dass wir mal sehen. Ich gehe nicht raus, keine Angst. Ich will nur mal. Also draußen ist jetzt eine richtige Straße vor der Tür und es ist voll am Regnen, aber hier drin, machen wir zu, ist schön leise. Ja, ein Stück leiser, klar. Es ist auch das Erlebnis, was man auch wieder hier hat, ob Regnen ja oder nein, aber es ist Holzoptik, voller Holzoptik. Ihr riecht es auch Holz, es ist Fichtenholz. Man kann das oder behandeln oder nicht, aber das kann bei Kunden selbst entschieden werden. Wir haben jetzt hier ein Doppelbett mit reingemacht und eine kleine Küchenzeile. Und in den hinteren Bereich ist ein komplettes Bad und das alles auf 7 auf 3 Meter. Stark. Fernsehanschluss ist mit drin, komplette Elektrikverkabelung. Das Ganze hier ein bisschen kompakter. Das heißt, du hast einen Kühlschrank mit drin, ein kleines Kochfeld mit drin. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an meine Studentenbude, aber für 99% der Sachen ist das voll in Ordnung, oder? Ja, da denke ich, ja, dies ist schon ein richtig schönes Modell. Es kommt auch sehr gut an, wenn man das aufstellt oder im Garten oder wie dann auch. Und ich muss auch sagen, das sind auch Hotellerie, die bestellen die 5 oder 10 Stück, weil die möchten das als kleine Glamping-Siedlung rundumher bauen. Und ehrlich ist ehrlich, wenn man hier rein ist, man hat wirklich ein pur Naturgefühl. Das hat man 100%. Das ist Sauna, so ein bisschen Urlaub, oder? Ja, das ist es wirklich wahr. Also jetzt ist es leider nicht eingerichtet bei uns, aber wenn man in Zierenberg geht, bei Vitalcamp, da ist er voll eingerichtet. Ja, Felle hingelegt und hast du die Videos gesehen? Ja, ich habe die Videos gesehen und ich habe auch das Bayern-Gefühl bekommen. So, hat leider kein Bad, oder? Dieser? Ja. Ja, doch, eine Dusche. Wo denn? Hinter die Tür. Also, dann machen wir auf. Dann mache ich die mal auf. Mal gucken, ob wir auch noch mal hier Licht haben. Haben wir auch noch. So, hier oben ist Dann auch. gehe ich bei dir mal weg, dann hast du wieder mehr Platz zum Filmen. Ja, mache ich. So, hier hast du die Dusche, eine Echtglasdusche wieder mal drin. Also hier könnte man ja auf die Idee kommen, beim Bad spart ihr nie, oder? Nee, weil möchten wir auch nicht, weil dann weiß man auch später, hat man die Probleme. Jetzt ist eben der Transport gesichert oben, weil das natürlich auch wieder gleich weggeht hier. So, damit die Tür nicht auf und zu geht. Ja, klar, dass alles auch heil ankommt. So, hier hast du dann Toilette, Boiler, Ja. alles drin. Ja, alles ist drin und das alles in 7x3. Gut, der Preis ist natürlich attraktiv. Den werde ich dann noch mal kurz im Vorschaubild noch mal erwähnen, dass wir das haben. Das Ganze ist in verschiedenen Möglichkeiten dann auch bestellbar. Das heißt, man könnte zum Beispiel sich vorstellen, dass man hier wirklich auch mal darüber nachdenkt, 2 Häuser zusammenzubauen. Das habt ihr noch nicht gemacht, oder? Nee, in diese haben wir noch nicht in Serie gebaut, weil wenn, dann machen wir immer doch einzelne Häuser von die, aber die werden wohl in eine zusammengestellt und dann haben wir ein kleines Dörfchen und das macht das wieder wesentlich lustiger.
Ich habe so Vermietpreise, 150 Euro sind nicht selten am Tag, oder hier? Nee, das stimmt. Und dann hängt es auch mal ab von die Lage, Ja. wo die Lage ist. Ja. Ist das so ein Trend, dass auch Campingplätze teilweise sich diese Häuser hinstellen und sagen, okay, das ist eine gute Alternative, dass man sagt, 1/3 zum Beispiel Häuser? Ja, ich denke, auf Campingplätzen ist das sehr geliebt, weil da sind natürlich auch viele Nicht-Camper, aber die wohl zurück in die Natur möchten. Und das kann man oder mit so einem kleines Haus oder ein der anderen Häuser sehr gut bekommen. Und wenn man nur schon mal, ich würde mal nur gucken in Schleswig-Holstein, wenn man darüber redet, da kann man schon richtig viele Ferienparks sehen, die unsere Häuser haben. Und die haben da natürlich auch, aber man Schöne dann ist, man hat seine eigene Wohnung. Auch wenn man in ein Hotel geht, ist man 3-stöckig oder 4-stöckig. Und hier geht man nach draußen und man hat seinen eigenen Garten und man hat alles draußen. Und es ist pure Natur. Und das macht es schön. Man braucht auch nur noch mit der Koffer zu packen und wegzufahren. GEG möglich? Ja, GEG möglich, auch abhängig, was dann die Wünsche wären. Wir haben jetzt genau, auch für Vittelcamp haben wir die Wände höher gebaut. Größere Türen mussten wir einbauen, GEG gebaut, höhere Wände. Die haben Fußbodenheizung bekommen, also ja, alles ist schon möglich. GEG, klär mich mal auf, was ist das? Na, GEG ist eigentlich der Energienorm in Deutschland und das bedeutet eigentlich, das war der frühere ENEV, also die Isolationsnorm, um richtig auch eine Wärmeschutznachweis zu bekommen. Man muss jetzt dicker isolieren, Ja. damit man da drauf kommt. Der Aufgabe habt ihr euch gestellt, das wird ein bisschen teurer. Das heißt also, die Preise werden ein bisschen ansteigen, aber dafür kriege ich natürlich ein noch besser isolierteres Haus. Ja. Das heißt, noch weniger Heizkosten. Ja, das stimmt. Und der riesige Vorteil ist auch, man kann eine Baugenehmigung für auf ein Privatgelände stellen, weil da ist schon die Verpflichtung da, dass das auf das laut GEG gebaut werden sollte. Also Baugenehmigung für Privatgelände. Wenn ihr das euch rantrauen wollt, dann gibt es große Häuser von der Vital Camp GmbH und es gibt kleine Häuser. Ja. Das ist eins der kleinsten? Dieses wohl, der kleinste ist 6x3 und dieses eine Maß größer, 1 Meter länger, weil das separate Bad hat. Aber das sind schon die kleinsten Dinger. Die kleinsten Dinger. So, wir machen einen Cut. Schmuckhaft und perfekt. Ja. Und perfekt. Ja. So, eins machen wir noch mit dem Kollegen. Ja, du musst weg. Ich gehe wieder nach Heim. Ich möchte dich herzlich bedanken, dass wir das gemeinsam gemacht haben. War schon stressig, oder? Nee, es hat mir Spaß gemacht. Also es würde schade sein, wenn das letzte Mal wäre für uns beide. Wer weiß. Also das Interessante ist ja, dass du dir hiermit natürlich auch viel Zeit sparst. Die Leute können alles schon mal so ein bisschen sehen. Ja, und das Ganze gleich zweifach in Zierenberg, das ist in der Nähe von Kassel, gibt es also ein Musterhauszentrum und es gibt das gleiche nochmal in Flensburg. Ja. Da war ich auch schon mal drehen. Vielen Dank fürs Einschalten Ja. und ich bin mal sehr gespannt. Heute ist der 23. März, wie die Videos ankommen. Ich finde eure Häuser sowieso gut und wir werden sehen. Tschüss. Das ist schon mal wichtig. Dankeschön. Ciao.